Moin Leute, ich möchte euch heute einen ganz wundervollen Moschusduft vorstellen, nämlich Meriga von der thailändischen Nischenmarke Prin. Ja, und um ehrlich zu sein, ist es für mich auch der tollste Moschusduft, der mir bisher unter die Nase gekommen ist. Es ist mein absoluter Moschusfavorit. Ich muss aber natürlich auch dazu sagen, dass ich mit Sicherheit ganz viele Moschusdüfte bis heute auch noch nicht gerochen habe. Ja, leider ist die Verfügbarkeit dieser Marke, dieser Parfums hier in Europa nicht ganz so toll. Ich habe mir diesen Duft jetzt in einer Londoner Parfümerie bestellt. Der Versand ging auch super schnell, nur hing das Paket dann Ewigkeiten beim Zoll fest. Ich musste da mehrere Male anrufen und auch Unterlagen hinschicken. Ja, aber letztlich ist es auch die bessere Option, in London zu bestellen, als eben ja in Thailand zu bestellen. Es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt und warum, wieso, weshalb, darauf gehe ich jetzt im Review ein. Bevor ich zu der Duftbeschreibung komme, vielleicht noch mal kurz etwas zum Flakon. Die 30 ml kosten in etwa 190 Euro. Ja, in dem Fall musste ich also noch Zollgebühren zahlen. Ich lag also weit über 200 Euro. Der Flakon ist relativ hochwertig. Also so die Glasqualität gefällt mir. Ja, der Flakon ist natürlich etwas kleiner, dennoch relativ massiv. Der Deckel sieht tatsächlich hochwertiger aus, als er dann letztlich ist. Denn ja, ihr seht ja hier die Optik, das sieht schon ganz interessant und ansprechend aus. Es ist aber letztlich nur ein Deckel aus Kunststoff. Das heißt, der Deckel ist relativ leicht und nicht schwer und massiv. Nichtsdestotrotz macht der Flakon insgesamt für mich einen ganz guten Eindruck. Aber wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär um den Duft und um die Duft-DNA. Und Meriga hat mich wirklich vom ersten Sprühstoß an total begeistert. Also hier ist der Fokus ganz klar auf die Hirschmoschusnote gelegt und man sagt zu diesem Duft und zu dieser Duftnote, dass es die qualitativ hochwertigste, ja synthetische Moschusnote ist, ja die überhaupt in Parfums verwendet wird. Also die soll schon wirklich sehr realistisch und vor allem nah an einer echten Moschusnote sein. Aber auch da möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass das natürlich alles Geschmackssache und auch relativ ist. Es ist und bleibt halt immer eine Geschmacksfrage. Ich muss aber wirklich sagen, dass es für mich die tollste Moschusnote ist, die ich bisher gerochen habe. Und wenn ich das jetzt auch so mit meinen anderen Moschusdüften vergleiche, ist das für mich tatsächlich auch noch mal qualitativ eine ganz andere Liga. Ich blende euch am besten mal die Duftnoten ein. Der Start ist richtig schön zitrisch, denn wir haben eine tolle Limettennote, aber zugleich auch wirklich sehr grün, grasig und auch waldig. Die Hirschmoschusnote nimmt man zum Start zwar auch schon wahr, aber am Anfang finde ich den Duft tatsächlich für einen kurzen Moment eher zitrisch und ebenso grün, krautig und auch waldig. Man hat hier diverse, ja eben waldige Duftnoten. Wir haben hier Schwarzfichte, wir haben hier auch Gras, wir haben Tannenbalsam. Also es riecht wirklich so, wie wenn man in einem Wald steht. Also anders kann man das gar nicht beschreiben. Im weiteren Duftverlauf kommt dann auch immer mehr diese Animalik, also diese Hirschmoschusnote heraus. Die macht sich dann im weiteren Duftverlauf auch wirklich ja immer breiter und übernimmt dann immer mehr an Präsenz. Und eben genau diese Hirschmoschusnote macht hier für mich den Unterschied. Es riecht einfach hochwertig, maskulin. Man muss also wirklich eben Moschusdüfte mögen. Ich finde aber trotzdem, dass dieser Duft nie zu animalisch ist. Also es wurde hier die perfekte Balance gehalten. Und ich nehme tatsächlich auch eine recht präsente Nagamota-Note wahr. Nagamota riecht ja auch holzig, erdig vor allem und auch leicht ledrig und rauchig. Und für mich schwingt ja eben neben diesen ganzen grünen, waldigen Noten und neben der recht präsenten Hirschmoschusnote eben auch so etwas leicht ledriges und leicht rauchiges mit. Oud ist auch noch gelistet, finde ich aber tatsächlich hier eine untergeordnete Duftnote, schwingt maximal so im Hintergrund mit, ja, und unterstützt vielleicht so ein bisschen die Moschus-Animalik. Sonst nehme ich tatsächlich aber nicht wirklich Oud wahr. Und im tiefsten Drydown entwickelt sich auf meiner Haut auch eine leicht süßliche Note. Finde ich super interessant. Es ist absolut kein süßer Duft, aber nichtsdestotrotz, so im tiefsten Drydown kommt auf meiner Haut immer so eine leichte süßliche Note durch.
Abschließend dann nochmal etwas zu der Haltbarkeit. Die ist super, 10 Stunden plus. Also der Duft hält wirklich sehr, sehr lange. Die Sillage ist wirklich sehr intensiv. Also auf meiner Haut strahlt der Duft in den ersten Stunden wirklich sehr stark ab. Also da ist man wirklich von dieser leicht animalischen Moschuswolke umgeben. Hat mich teilweise selbst überrascht. Also den Duft nehme ich wirklich selbst sehr intensiv wahr. Und ihr müsst auch aufpassen, wenn ihr helle Klamotten anhabt, denn Meriga färbt auch ab. Also dann gibt es so, ja, grüne, braune Flecken auf den Klamotten. Also da seid bitte vorsichtig. So, und dann bin ich auch durch für heute. Ich möchte abschließend auch nochmal betonen, dass das schon eine recht nischige DNA ist. Also ihr müsst eine gewisse Animalik mögen. Ihr müsst vor allem, ja, ganz viel und intensiven Moschus mögen. Sonst wird es auch wirklich schwierig. Es ist ja eben nicht ganz so einfach, an Abfüllung zu bekommen. Da müsst ihr einfach mal schauen. Manchmal ist ja auch was in den Foren zu bekommen. Für mich ist das eine ganz klare Empfehlung. Wenn ihr nach einem richtig tollen und besonderen Moschusduft ja, sucht, kann ich euch Meriga wirklich empfehlen. Ja, dann bin ich auch durch. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.